Willkommen zurück zu SOMA. Beim letzten Mal haben wir alle Vorbereitungen getroffen, um jetzt hier diesen Stuhl zu besteigen. Wir sind auch noch vor Tod und Verderben geflüchtet. Ich weiß gar nicht, vor was genau wir geflüchtet sind, aber wir sind geflüchtet und naja. Gut, setzen wir uns jetzt auf den Stuhl und dann transferieren wir uns irgendwie in den Körper von einer Person, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Egal, rein damit. Sorry about any discomfort. This should be over soon. It's like having your picture taken. Well, with the most expensive camera in the world. You know, Indian stock photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Ach, Catherine, du bist irgendwie schon irgendwie knuffig süß, ne? Also muss man ja schon wirklich sagen. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Einen Schalter muss ich drücken, ja? Um ihn abzuschalten. Sie hat sich schon ausgestöpselt. Nehmen wir sie schon mal mit. Wir können jetzt darüber entscheiden, ob diese Kopie von mir selbst weiterleben soll oder nicht. Ich bin ja eigentlich der Meinung, nö. Er muss nicht erwachen. Es kann nur einen geben. Aber dass er jetzt wirklich so ausgetickt ist, ich weiß nicht. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Aber nun gut, ich meine, das ist seine Entscheidung. So, wo kann ich ihn denn jetzt hier ausschalten? Wir hatten einen Switch vorbereitet. Dieser? Dieser Switch ist nicht. Hier ist es auch kein Switch. Hier irgendwas? Ausführen, Akku leeren. Ach so. Ah! Stirb! Elendig! Du zweites Ich. Noch dazu die passende traurige Musik, dass wir uns selbst abgeschaltet haben. So ist das Leben. Hin und wieder muss man sich selbst ausschalten. Das ist mehrfach zu verstehen. Nein, ihr sollst jetzt nicht Selbstmord begehen. Ne? Also, damit meine ich einfach nur, manchmal ein bisschen schlafen gehen. Wirklich nur schlafen und nicht irgendwie was anderes. Nun, gut. Ja, Omnitool schwenken. Zugriff gewährt. Und dann geht es jetzt runter in den Abgrund. Nach dieser Ruckelei hier. Ist aber normal, wie ich festgestellt habe, weil das ist deren Ladebildschirm. So, kriegt das Ding jetzt auch auf? Man ist sich noch nicht sicher. Ah, geht doch.
So, was haben wir denn hier? Bevor ich jetzt da geradeaus einfach runtergehe. Wir haben hier anscheinend mehrere. Das da hinten scheint ein Aufzug zu sein. Das ist auch ein Aufzug. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Oder ist eine Leiter? Eine tiefe Leiter. Okay, die ist nicht so tief, weil... Naja... mangels Sprossen in der Leiter. Manchmal bin ich erstaunt über die Wörter, die mir tatsächlich einfallen, weil so normalerweise so an Leitersprossen denkt man jetzt nicht so häufig. So an das Wort an sich, das existiert und alles. Überrascht über meinen eigenen Wortschatz und das kommt echt nicht häufig vor. So, aber nun wollen wir mit dem Aufzug irgendwo hin. Und am besten nach unten. Stecken hier mal Catherine rein. Mal sehen, ob sie mit mir redet. Are we done here? Yeah, Sie hat ja auch fast geweint, klang zumindest die Stimme. sure thing. Ja, also die Stimme, als sie vorhin mit uns geredet hat, na, als wir sie ausgemeckert haben, sie hat ja echt fast geweint. Und das ja schon als einfach nur Datenfragment. Also anscheinend kann man wirklich irgendwie die Menschheit so damit retten. Bisschen. Passagiere 1. ACR halt runter. Bewegen wir uns schon? Nein. Warum kriselt das Bild? Wahrscheinlich, weil wir uns immer weiter nach unten bewegen. Catherine redet nicht mehr mit mir. Aber nicht mehr so wie vorher. Das Sonnenlichtbereich. Der Sonnenlichtbereich. Ja, okay. We figured out what happens when we die yet? Is that even possible? If there's some kind of afterlife, do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've Mensch, always jetzt halt doch been? mal die Fresse. Ich kann auch nichts dafür. Please say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, tuck my arms so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto,
Even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Oh shit. Aufstehen? Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Der Strom ist ausgefallen. Das ist schlecht. Können wir das Omnitor mitnehmen? Nein, können wir nicht. Wir können eigentlich nur noch die Leiter hochgehen. Und gucken, wo genau sind wir jetzt. Da haben wir einen Stromkasten. Hier haben da mehrere Leuchtfische. Warum leuchtet ihr? Die sind cool. Die leuchten bunt. Oh, kann ich nicht wirklich viel mit machen. Kann ich das Seil durchschneiden? Ich meine, das wäre die dümmste Idee ever. Aber... man weiß ja nie, man weiß ja nie. Also irgendwie... Achso, da. I know it's not much, but why have we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Does time freeze when you're not powered? Time feels omitted more than moving. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes, but generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. So, wir sind bald unten angekommen. Ich kann kaum noch irgendwie großartig was lesen, weil der Druck schon so hoch ist. Oh ne, schon wieder. Was ist das? Wow. Wow. Sehe ich jetzt erst. Da kommt ja jemand. Hallo. Ja, da bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Was habe ich denn geschafft? Was für Vorbereitungen trifft er? Das Ding. Ich habe keine Ahnung. Oh, good, you're back. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. Spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was going to kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good. Not sure the climber could take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following in your own footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Ja, super. Let's head for town and find that Ark. Okay. Gut, wir haben den Meeresboden erreicht. Wir sind im Abgrund. Und ja, sind jetzt auf der Suche nach The Ark.
Und ich habe keine Ahnung, wie mir das gefallen soll. Aber nun gut. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier etwas an. Wahrscheinlich sollen wir immer den Lichtern folgen. Was haben wir da? Fehler. Lumar-Link zum Rufen der Aufzugsplattform erforderlich. Ja gut. Mir gefällt das hier nicht. Mir gefällt das hier ganz und gar nicht. Aber wie wir von hier aus weitergehen, was wir hier erwarten, oder was uns hier erwartet, besser gesagt, sehen wir dann wohl oder übel erst in der nächsten Folge von SOMA. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.